und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Drohnen einmal eins. Heute möchte ich euch mal eine App vorstellen für euer iPhone oder iPad, nämlich den Drone Buddy. Das ist eine ziemlich hilfreiche App, die uns anzeigt die Temperaturen, gut, die füllen wir auch so, die aktuelle Windgeschwindigkeit, ist vielleicht eher etwas interessanter für Drohnenflieger, die Filmaufnahmen machen möchten, denn mit den Racing-Drohnen mögen wir ziemlich hohe Geschwindigkeiten von Wind aushalten. Und vor allem zeigt sie uns auch an Flugverbotszonen. Das ist sehr wichtig, besonders auch für die Neulinge, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben oder gerade zu Weihnachten eine Drohne bekommen haben. Also lasst die Finger von Testflügen, wie hoch fliegt meine Drohne, da könnt ihr nur verlieren. Denn in der Schweiz zum Beispiel dürft ihr maximal 300 Meter hochfliegen, denn darüber ist die Zivilluftfahrt und da wollt ihr sicher keine Kollisionen verursachen oder provozieren und schon gar nicht einen Beitrag in den Nachrichten provozieren. Sehen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn wir die App im App Store laden. Drone Buddy, einmal draufklicken, dann kommen wir zu der Seite zum Downloaden. Hier sehen wir noch ein paar Screenshots. Wenn die App dann installiert ist, haben wir auf dem Bildschirm die Temperaturanzeige und einen Wetterbericht. Im Moment regnet es. Wir haben mindestens 3 bis maximal 10 Grad, also nicht unbedingt perfektes Flugwetter. Windgeschwindigkeiten von fast 15 km/h. Wenn wir weiter nach unten scrollen, sehen wir, wann die Sonne auf und unter geht. Das interessiert vielleicht die Leute, die schöne Aufnahmen machen möchten zur goldenen Stunde, sprich am Sonnenaufgang, wo das Licht am schönsten ist, oder beim Sonnenuntergang. Und darüber sehen wir den KP-Index. Der KP-Index ist auch noch eine interessante Sache. Das ist der Wert von geomagnetischen Stürmen. Also was haben jetzt magnetische Stürme mit uns Drohnenpiloten zu tun? Ganz einfach. Je intensiver diese geomagnetischen Stürme sind, umso größere Auswirkungen haben die auf Radiosignale, sprich auf unsere Fernbedienung und die Leistung. Wenn der KP-Wert über 4 steigt, dann wird es kritisch. Dann sollte man nicht mehr fliegen, denn dann ist auch keine gute Verbindung zwischen Fernbedienung und Drohne mehr gewährleistet. Und natürlich zuunterst haben wir die Flugverbotszonen. Wie wir sehen, ich bin hier im Friburger Oberland, da gibt es keine Flugverbotszonen. Sehen wir uns mal an, wie das Bern und Umgebung aussieht. Hier haben wir schon einige Markierungen drauf. 5 Kilometer um sämtliche Flughäfen ist Flugverbotszone. Dann haben wir noch so hellblaue Kästchen, da ist eingeschränktes Flugverbot, das heißt nicht höher als 150 Meter, soweit ich weiß. Falls ich falsch liege, bitte korrigiert mich und tut das in die Comments unten drunter. Wir haben noch einen Blick Richtung Zürich, da sieht das ganz wild aus, hier gibt es auch viele Flughäfen. Und natürlich Großraum Zürich und Winterthur ist natürlich stark eingeschränktes Flugverbot und eingeschränkter Flugverkehr für Drohnen. Sind wir weiter nach Österreich, Wien und Umgebung, sieht auch nicht besser aus als bei Zürich. Jetzt auch den großen Schwächerter Flughafen, da ist natürlich auch nicht gut Kirschen essen mit den Flugbehörden, wenn man da mit der Drohne rumheizt. Noch ein Beispiel bei München und Umgebung, hier sind auch einige Flugverbotszonen und eingeschränkte Zonen. Und natürlich kann man die auch mit einem Tipp auf den Screen umstellen von metrisch auf Meilen, also von km/h auf Meilen umstellen oder von Celsius in Fahrenheit. Für Android-Benutzer gibt es auch eine App, eine ziemlich ähnliche, ist ähnlich aufgebaut, zeigt das Wetter an, zeigt auch den KP-Wert an, natürlich auch die Flugverbotszonen und ist ebenso gratis zum Downloaden. Ich wünsche euch sicheres Fliegen, viel Spaß und Happy Flying. Und bis zum nächsten Mal.